Liebe Zuschauer, willkommen auf unserem Kanal. Heute mit uns zu Gast oder bei uns zu Gast die Atanaska, die erzählt heute ihre tierische Geschichte, wie ihr kleiner Hund quasi sie zum Glauben an Jesus geführt hat. Dr. Omanski spielt eine sehr wesentliche Rolle in dieser Geschichte. Deswegen, ich freue mich, dass ihr beiden da seid und würde auch direkt einsteigen. Genau, Atanaska, dein Name sagt es schon, du bist keine typisch deutsch geborene. Wo kommst du her? Ich komme aus Bulgarien. Ich bin 2002 am 1. September nach Deutschland gekommen. Okay. Und was war der Grund? Um hier zu studieren. Okay. Und dann bin ich auch hier geblieben. Das heißt, als Einzige, ich weiß, dass du Familie hast, bist du als Einzige in Deutschland geblieben oder umgezogen, ausgewandert? Ich bin ja alleine Okay. nach Deutschland gekommen. Das heißt tatsächlich, Grund war Studium und so bist du auch hier geblieben. Okay, genau. Wie war denn deine Zeit hier? Du hast dann sofort angefangen zu studieren und wie verlief das Ganze? Eigentlich mit Komplikationen, mit denen ich nie gerechnet habe, weil ich mir gedacht habe, ich komme hierher, ich habe einen Platz an der Uni und ich fange an, aber nein. Ich müsste fast 2 Jahre dann Deutschkurse machen, bis ich das Niveau erreicht habe, die ich vorlegen musste. Und dann habe ich sozusagen auch 12. Klasse hier machen müssen, damit ich Universitätsreife bekomme und hier studieren darf. Und erst dann habe ich mit dem Studium angefangen. Okay, wie verlief das Ganze? War das für dich leicht, die deutsche Sprache und die Zeit allgemein in Deutschland? Die deutsche Sprache ja. Das Studium war natürlich eine der schwierigsten Studien, die es in Deutschland gibt. Ich habe Jura studiert. Oh, wow. Es war nicht leicht. Es war nicht leicht. Sehr viele Paragraphen, ne? Ja. Ja. Genau. Wann warst du dann fertig mit dem Studium? 2012 war das gewesen, okay. 2012. Okay, und hast du dann auch direkt irgendwo als, wie sagt man, Rechtsanwaltsangestellte Gehilfin arbeiten dürfen, oder? Nein, wollte ich nicht. Das habe ich noch im 3. Semester gewusst, dass ich nie als Rechtsanwältin oder in dem Bereich arbeiten will. Okay. Das war für mich klar. Ich habe mich immer gefragt, aber du studierst Jura und es ist so viel und so schwer und so lange und dir gefällt es eigentlich, die Materie hat mir gefallen, war auch meins, ja, sonst schafft man so ein Studium nicht, kann man es nicht schaffen. Und, aber ich wollte das nicht arbeiten, diese Rechthaberei haben mich irgendwie so abgestoßen von Anfang an. Grund dafür war, dass ich noch im 3. Semester angefangen habe, in meinem Schwerpunkt zu vertreten, also im Arbeitsrecht. Arbeitnehmer zu vertreten im Gericht. Und es war sehr frustrierend alles. Immer dasselbe, immer diese Rechthaberei und... Ja, aber war ein Abbrechen mittendrin für dich gar kein Thema? Nein. Du wolltest es durchziehen. Warum? Ja, weil ich das Gefühl habe, es ist das Richtige. Ich kannte nichts anderes, was richtig für mich ist und was mir Spaß macht. Okay, und dann war das Studium zu Ende. Wie ging es dann für dich weiter? Was hast du dann gemacht? Weiterhin studiert, irgendwas anderes, eine andere Richtung, oder? Durch Zufall damals, heute sage ich, es gibt keine Zufälle, Gott hat alles im Griff. Ich musste irgendwo arbeiten, wusste ich aber nie was. Ich wusste nur, es muss mit dem, was ich studiert habe, zu tun haben. Und so habe ich mal nach offenen Stellen gesucht in der örtlichen Zeitung. Das war noch damals in Fürstenfeldbruck. Und da gab es eine Immobilienverwaltung, die jemanden gesucht hat. Und die Beschreibung passte mit juristischen Kenntnissen und das und das und das. Und ich kenne diese Paragraphen, WEG-Recht sind ja so 40 Paragraphen, das ist ja sehr klein. Da habe ich gesagt, ach, diesen langweiligen Gebiet ist ja nicht für mich. Aber so für die Übergangszeit werde ich mal anfangen. Und so bin ich zum Vorstellungsgespräch gegangen, wo der Geschäftsführer mir gesagt hat, Frau Stojanova, ich gebe Ihnen 6 Monate, nach 6 Monaten können Sie sich nicht mehr vorstellen, dass Sie etwas anderes arbeiten werden. Das ist ein Beruf für Sie, da Sie auch Jura studiert haben. Ich habe ihn so angelächelt. Und innerlich habe ich gesagt, ach, ich habe keine Ahnung, diesen langweiligen Gebiet mit 20, 30 Paragraphen ist überhaupt nicht für mich.
ich werde nur so lange hier arbeiten, bis ich was Vernünftiges gefunden habe. Tatsächlich war es so, dass ich in diesem Beruf tatsächlich das Richtige für mich entdeckt habe. Ich arbeite auch bis zum heutigen Tag in der WEG-Verwaltung, seit 2020 auch als selbstständig. Okay. Das ist meins, das ist für mich, das kam von Gott, das weiß ich heute. Dann hast du deinen beruflichen Weg auf jeden Fall gefunden, Gott sei Dank. Schön auch, dass du das für dich als richtig empfindest nach so vielen Jahren tatsächlich. Genau, ist aber heute tatsächlich nicht Kernthema. Ja? Unser Kernthema ist heute dein Weg zu Jesus und der hatte ganz, ganz viele Hürden, ganz, ganz viele Schwierigkeiten und eine der Schwierigkeiten oder eine der großen, wie soll ich das formulieren, Herzschmerze betraf dann deine Mama. Genau, deine Familie ist ja in Bulgarien geblieben, du warst alleine zu Hause und irgendwann mal bekamst du eine Nachricht, dass deine Mama schwer krank ist und in künstliches Koma gelegt wurde. Genau, wie war das für dich? Wie war die Zeit? Wie hast du diese Nachricht erfahren? Oder was hat diese Nachricht dann auch letztendlich mit dir gemacht? Das war 2015. Ich habe mehrmals versucht, meine Mutter anzurufen, aber sie war nicht erreichbar und das ist untypisch, dass sie mich nicht anruft. Also wir haben fast jeden Tag telefoniert. Und ich habe sie aber tagelang nicht erreicht. Dann habe ich meinen Bruder angerufen und er hat versucht, mich irgendwie zu belügen. Also mir nicht die Wahrheit zu sagen, wo sie ist. Und ich bin aber dran geblieben und habe gesagt, jetzt muss ich wissen, wo sie ist. Ja? Und dann hat er gesagt, sie ist im Krankenhaus und sie ist im Koma. Dann war es so, dass man keinen reingelassen hat. Also in den bulgarischen Krankenhäusern, in der Intensivstation darf keiner von außen reinkommen. Okay. Keiner darf rein. Keine Familienangehörigen und so? Niemand. Okay. Niemand darf auch wegen irgendwelcher Bakterien mitschleppen oder sowas. Das sind ja sehr kranke Menschen, die in künstlichen Koma versetzt worden sind und die muss man wirklich schönen. Okay. Ich weiß nur, dass mein Bruder vor der Intensivstation geweint hat wie ein kleines Kind und trotzdem hat ihn keiner reingelassen. Es war sehr schwer für ihn. Für mich war auch sehr schwer, weil ich habe gerade mal meinen ersten Job nach dem Studium gehabt, der richtig ist, der auch Vollzeit ist und. Da habe ich meinen Bruder gefragt, soll ich sofort nach Bulgarien kommen? Da hat er gesagt, nein, du darfst nicht zu ihr. Wir stehen auch vor geschlossenen Türen. Und so bin ich hier geblieben. Und dann nach 10 Tagen Koma, jetzt weiß ich, wie die Vorgehensweise ist, damals wusste ich es nicht, also die Vorgehensweise ist es so, man versetzt den Menschen einfach in künstliche Koma und versucht, die Organe wiederherzustellen oder dass sich die Organe wiederherstellen und Kraft sammeln. Okay. Wenn man aber in 10 Tagen das nicht erreicht hat, wird wieder sozusagen wieder aufgeweckt, oder geweckt, aus dem Koma geholt und dann ist man einfach so gelassen. Entweder schafft man es oder gar nicht. Man wird seinem Schicksal quasi dann überlassen. Okay. Genau. Das wusste ich damals nicht. Jetzt weiß ich es. Nach 10 Tagen haben die auch meine Mutter aus dem Koma sozusagen rausgeholt. Ich weiß, dass man ihr hier zum Atmen ein Loch gemacht hat. Quasi. Und dann wurde sie sozusagen den Angehörigen überlassen, was sie mit ihr machen. Und dann hat mein Bruder eine Privatklinik oder Privatkrankenhaus rausgefunden, wo meine Mutter dann verlagert wurde. Unter 24-stündige Beobachtung. Und da hat mein Bruder immer noch gesagt, nein, fahre jetzt nicht. Lass sie ein bisschen zur Kraft kommen und wenn sie zu Hause ist, erst dann komm und damit du deinen Urlaub mit ihr auch intensiv verbringen kannst. Okay.
Und so naiv war ich, ja, bin hier geblieben. Das hat nicht lange gedauert, es war eine Woche und dann habe ich einen Anruf sehr früh von meinem Bruder bekommen. Es war 7 Uhr in der Früh und ich wusste schon, warum er so früh anruft. Es war Feiertag hier in Deutschland. Ich wusste, warum er anruft und trotzdem innerlich habe ich mich geweigert. Ich wollte es nicht hören und ich wollte das nicht wahrhaben. Und ich bin rangegangen und habe gesagt, was ist los? Aber die Vermutung war schon da, ne? Ich wusste Du wusstest es schon, was los ist, okay. Ich wusste es, aber ich wollte etwas anderes hören. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, was ist los? Und mein Bruder hat nur gesagt, sie ist von uns gegangen. Dann konnte er kein Wort mehr sagen. Er hat angefangen zu weinen und ich habe aufgelegt. In diesem Moment brach alles zusammen irgendwie, weil jetzt war Realität. Ich habe es verdrängt, während sie im Koma war. Ich habe es verdrängt, während sie in dem anderen Krankenhaus war. Sogar bei dem Anruf von meinem Bruder habe ich es verdrängt. So weit war das. Und jetzt war es so, ich sage noch einmal, es gibt ja keine Zufälle. Ich war ja neu in der Gegend, ja. Das war 2015. Am Anfang bin ich ja wegen der Arbeit von Fürstenfeldbruck nach Peißenberg gezogen, ja. Und ich habe jemanden für Seppi gesucht, für meinen Hund. Während ich arbeite, dass man ihn am Mittag abholt und mir am Abend bringt, dass er nicht alleine ist. So eine Betreuung quasi. Genau. Und auf diese Anzeige hat sich seriös, sage ich mal seriös, nur eine Dame gemeldet. Und diese Frau, sie war gläubig. Und es war direkt, also ich habe sie kennengelernt. Da hat sie mir gesagt, ich muss nur in Recha und dann komme ich zurück und ich übernehme Seppi. Sie kam zurück und das alles passierte. Und sie erzählte mir von Jesus. Und während meine Mutter im Krankenhaus war, im Koma, hat sie gesagt, Naska, bete für deine Mutter. Und ich habe gesagt, Anke, ich kann nicht beten, weil ich hatte ja keine Beziehung mit Gott. Wie kann ich mit jemandem reden, den ich nicht kenne, ja? Weil Gebet ist ja Reden. Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht beten, aber bitte, wenn du zu deiner Church, wie du sie da nennst, ich habe die Sache nicht so ernst genommen. Aber Gott kanntest du schon, oder nicht? So aus Bulgarien, wie ist da die Religion oder wie standet ihr zu Gott, zur Religion allgemein? Ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, wo man von Gott geredet hat. In Bulgarien waren auch sehr lange Zeiten kommunistische Zeiten, ja. Das hat natürlich auch die Verbindung mit Gott kaputt gemacht bei den Menschen. Und in meiner Familie war nie die Rede von Gott. Ich kannte den Namen Jesus, aber ich wusste nicht, wer er ist und warum man ihn mit Gott verbindet. Das wusste ich nicht. Ich wusste den Namen Jesus, ich wusste, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, wusste ich nicht. Ich konnte mir das ganze Schema nicht so zusammenbringen, damit ich es verstehe, was das mit Gott zu tun hat. Verstehe. Und jetzt bist du konfrontiert worden quasi mit dieser Dame, die über Jesus angefangen hat zu erzählen. Was ging bei dir da ab? Was fühltest du da in dem Moment? Nichts. Nichts. Das hat mich nicht berührt, weil sie erzählte mir von Jesus und ich war neugierig. Doch. Gewisse Neugier, weil diese Dame war anders. Sie war ja nicht wie die Welt. Aus ihr strahlte Hoffnung. Aus ihr strahlte eine Zuversicht, die die Welt nicht hat, und die Freundlichkeit, wie sie mich so begegnet hat mit dieser Freundlichkeit. Und so war es, dann starb meine Mutter und als mein Bruder mich auch angerufen hat, habe ich meine beste Freundin angerufen, die mir damals gesagt hat, ich helfe dir, ja. Ich habe sie angerufen und ich habe vorher Anke angerufen, die Frau, die wegen Seppi, ja, wegen der Betreuung von Seppi. Ich habe nur gesagt, Anke, und dann hat sie gesagt, okay, ich habe es verstanden, ich komme sofort.
Sie hat den Schlüssel für meine Wohnung. Also als sie reinkam, war ich in der kleinen Küche zusammengebrochen auf dem Boden. Und sie hat das Telefonat mit meiner besten Freundin zugehört, wo meine Freundin gesagt hat, ja, ich kann nicht. Also die Kinder und das und tausende Sachen da. Ich habe alles gehört, aber nicht so wahrgenommen. Ich war nicht mehr imstande, Auto zu fahren. Ich musste nach Bulgarien. Das wusste ich nur. Ich muss nach Bulgarien, wusste nicht wie. Es war auch schwer, weil ich in diesem Zeitpunkt auch die PIN-Code für meine Bankkarte nicht mehr im Kopf hatte. Ich habe blockiert. Auch wenn ich zur Bank gegangen wäre, das war auch Feiertag, ja. Und ich wusste überhaupt nicht, ob ich überhaupt so viel Geld habe für ein Ticket, weil wenn man so spontan Ticket nach Bulgarien kauft, muss man schon mit 1.000 Euro rechnen, ja. Und ich wusste nicht, ob ich so viel Geld habe. Das auch. Und deswegen habe ich ja die Hilfe von meiner Freundin gebraucht. Aber sie hat einfach gesagt, nein, sie kann es nicht. Okay. Und das hat Anke mitbekommen. Und diese Frau, die mich so seit, sage ich mal, 2 Wochen kennt, ich bin für sie eine Fremde, ja. Die hat gesagt, Naska, ich fahre dich zum Flughafen. Ich bringe Seppi nach Hause und dann fahre ich dich zum Flughafen. Dann habe ich gesagt, Anke, das ist nicht nur das Problem. Ich habe das Geld nicht. Ich weiß nicht, was ich auf dem Konto habe. Ich kann nicht mal überprüfen, weil ich nicht mehr die PIN-Code weiß. Ja. Da hat sie gesagt, ich gebe dir das Geld und hat sich nur angeschaut und gesagt, ich habe mir gedacht, sie kennt mich nicht, sie ist alleinerziehend. Sie kämpft selber so hart momentan, sie hat so harte Zeiten. Ich habe gesagt, danke, das ist nicht wenig Geld. Da hat sie gesagt, doch, ich gebe dir das Geld. Sie hat mich zum Flughafen gefahren, sie hat gesagt, wohin fliegen soll. Ich konnte am Flughafen kein Wort mehr sagen. Ich war komplett blockiert. Sie hat mich durch den ganzen Flughafen wie ein kleines Kind mitgeschleppt. Sie hat das Ticket gezahlt und dann musste ich noch sehr viele Stunden warten. Das waren 5 oder 6 Stunden mit Umsteigen in Istanbul und von Istanbul, Gott sei Dank, auch direkt nach Bulgarien, wo auch mein Bruder auf mich gewartet hat. Ja, so bin ich nach Bulgarien geflogen und mitten in der Nacht und am nächsten Tag war die Beerdigung von meiner Mutter. Genau. Wie war das für dich, deine Familie? Wie lange hast du die Familie jetzt bis zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, seit du nach Deutschland bist? Ich schätze mal, da war so ein Jahr, ein bisschen vielleicht länger als ein Jahr. Wie war das Wiedersehen? Nicht leicht, weil jeder in seinem Schmerz sozusagen sich abgekapselt hat. Jeder war für sich da mit seinem eigenen Schmerz. Im getrennten Zimmer, wir waren nicht zusammen. Das heißt auch keine große Kommunikation möglich gewesen wahrscheinlich. Ich weiß, dass ich nur in der Nacht gekommen bin. Ich bin sofort in mein Zimmer, damaliges Zimmer gegangen. Ich habe mich einfach, ich habe alles zugemacht. Jeder hat für sich alles zugemacht. Auch nach der Beerdigung war so. Aus jedem Zimmer hat man nur Weinen gehört. Aber keine Kommunikation zwischen uns. Und wie war allgemein die Zeit? Irgendwann bist du auch wieder zurück nach Deutschland. Ich war 2 Wochen da und dann bin ich zurückgekommen. Eins werde ich nie vergessen. Ein Jahr, also das letzte Mal, wo ich meine Mutter lebendig gesehen habe, hat sie mich gefragt, würdest du dich taufen? Dann ich habe innerlich immer nach Gott gesucht. Ich wusste, dass es einen Gott gibt. Ich bin immer in Kirchen gegangen, habe angefangen zu weinen, weil ich wusste, Gott ist da, aber ich konnte ihn nicht spüren und ich wollte. Ich habe ihn gesucht. Und als meine Mutter mich gefragt hat, willst du dich taufen? Habe ich gesagt, ja. Alles in mir war mit Freude erfüllt. Obwohl ich nicht wusste, was Taufe ist, obwohl ich nicht wusste, wer Jesus ist. Aber ich dachte mir, das bringt mich näher zu Gott. Und so habe ich mich getauft und ich werde nie die Worte von meiner Mutter vergessen.
Wir sind aus der Kirche, wo ich mich getauft habe, rausgegangen. Dann hat sie gesagt, jetzt kann ich ruhig gehen. Ich habe meine beiden Kinder Gott überlassen. Das werde ich nie vergessen. Wie alt warst du da? 32 oder nein, entweder 30 oder 31. Ja, aber schon keine Kindestaufe in dem Sinn, sondern du hast dich selbst dafür entschieden, okay. Ich wusste nicht richtig, was Taufe ist, aber ich wollte zu Gott. Okay. Das heißt, die Sehnsucht war schon da. Ja. Okay. Ja, genau. Jetzt hast du erzählt, dass es deiner Mama so wichtig war, dass sie zu Lebzeiten noch erlebt, dass du getauft wirst oder dass ihr getauft werdet. Und vorher sagtest du, dass Religion für euch eigentlich gar keine große Rolle gespielt hat. Was meinst du, warum es in dem Moment für deine Mama so wichtig war? Also, ich glaube, meine Mama, nachdem jeder seinen Weg gegangen ist, ich war aus dem Haus, mein Bruder auch hatte seinen Weg gegangen und sie ist allein mit ihren Gedanken, mit ihren Sorgen geblieben, ja. Und ich glaube, genau in diese Situation hat sie angefangen, für sich Gott zu suchen, in diese Einsamkeit Gott zu suchen, für sich persönlich. Als ich nach Deutschland am 1. September 2002 gekommen bin, ich wusste nicht, das war am Abend, ich flog am Abend, ich war zum ersten Mal im Flugzeug, ein Kind, was zum ersten Mal aus dem Haus sozusagen rausgeht. Ich wusste nicht, wo ich schlafen werde. Ich bin hier um 23 Uhr angekommen. Ich glaube, da hat mich meine Mutter am Flughafen zum ersten Mal in Gottes Händen abgegeben. Weil am Flughafen hat sie mich zum letzten Mal umarmt und hat gesagt, jetzt kann ich dich nicht mehr beschützen. Ich gebe dich Gott ab. Und das war auch für mich etwas, was so in meinem Kopf geblieben ist. Sie hat mich für immer in Gottes Hand abgegeben und für sich selbst hat sie die Kontrolle abgegeben und konnte ruhig gehen. Ihre Kinder waren in Sicherheit beim Gott abgegeben. Und ich bin mir auch fest überzeugt, dass das für meinen weiteren Glaubensweg oder für meinen Weg mit Jesus sehr große Rolle gespielt hat. Sehr relevant war. Ja. Und dann bin ich zurückgekommen nach der Beerdigung. Das war die schwierigste Zeit dann für mich hier. Alles starb in mir. Alles war leer. Ich bin innerlich gestorben, als ob ich gar keine Seele mehr hatte. Also äußerlich, körperlich, physisch musste ich funktionieren. Ich war nicht selbstständig damals. Ich war angestellt, mein erster normaler Job. Ich musste funktionieren. Die Welt wollte von mir, dass ich funktioniere. Nur ich wusste nicht, wie ich funktionieren soll. Und ich habe mich verstellt. Innerlich ist alles abgestorben bei mir, war auch tot. Und ich bin trotzdem jeden Tag in die Arbeit gefahren. Ich habe sehr viele Unfälle gehabt mit dem Auto. Es war schon sehr krass, weil ich gefahren bin. Ich habe das Auto vor mir gesehen und trotzdem bin ich weitergefahren. Auch so einen Unfall hatte ich. Das heißt schon viel über den innerlichen Zustand, dass ich überhaupt nicht mehr konnte. Aber die Welt wollte, dass ich funktioniere und ich musste meine Miete zahlen, ich musste mich um Seppi kümmern. Das Leben musste weitergehen. Ich musste. Hattest du Menschen gehabt, mit denen du reden konntest drüber? Anke. Die Anke, okay. Anke. Okay, sie war weiterhin für dich da. Anke war jeden Tag für mich da und ich wollte nur mit ihr reden, weil die Menschen haben mir immer irgendwelche Sachen erzählt. Ja, es wird schon. Nein, es wird nicht. Es wird nicht. Dieser Mensch war für mich alles. Sie war Mutter, meine beste Freundin, alles. Sie war alles. Schon so ein Ankerpunkt in deinem Leben. Sie war alles. Und jetzt war alles weg, was ich hatte. Und wer will mir erzählen, es wird alles gut? Nein, es wird nicht. Und ich spürte es, dass es nicht gut wird. Und es gab sogar Momente, wo ich gedacht habe, ich will nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr.
Und einmal habe ich für mich entschieden, dass ich sterben will. Mhm. Und dann habe ich Seppi angeschaut zu Hause und ich habe gesagt, wem überlasse ich dich? Mhm. Wer kümmert sich um dich wie ich? Wenn ich nur wüsste, dass sich dich jemand so kümmert wie ich, sofort beende ich dieses Leben. Ich kann nicht mehr. Ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, ich muss für dich leben. Ja. Also, und so ging es so weiter. Ich musste wegen Seppi hier sein, ja, weil ich gerade erlebt habe, was ist, wenn du die Mutter verlierst. Keiner ist mehr so da für dich auf dieser Welt wie die Mutter. Ja. Keiner liebt dich so. Das stimmt. Und ich wusste, dass keiner auf dieser Welt sich so um Seppi kümmern würde wie ich. Seppi ist ein Hund. Dr. Romanski weiß, wie ich Seppi liebe. Ich liebe ihn wie ein Kind. Ich behandle ihn nicht wie ein Kind, aber die Liebe ist dieselbe wie Mutter-Kind. Ja. Und so musste ich weiterleben. Ich bin weiter zur Arbeit gegangen bis zu dem Tag. Es war an einem Freitag und ein Kollege aus Tutzing hat mich angerufen. Er ist Makler und er bräuchte von mir Unterlagen für eine Wohnung, die er gerade im Verkauf hat. Okay. Und das war ja eine Wohnung, die wir im Bestand haben. Hat gesagt, Frau Stojanova, würden Sie mir die und die Unterlagen schicken? Dann habe ich gesagt, ja. Bei mir war es so, wenn man mich gefragt hätte, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen, ich habe blockiert, stundenlang konnte ich nicht mehr reden. Ich wusste nicht, wie es mir geht und das war die schlimmste Frage, die man mir stellen konnte. Ja. Und genau diese Frage kam dann am Telefon. Frau Stojanova, etwas stimmt nicht mit Ihnen, wie geht es Ihnen? Ich habe blockiert. Der Hörer ist einfach auf dem Schreibtisch gefallen und ich habe nichts mehr gesagt. Und dieser Mann ist sofort, also das sind 30 Kilometer, sofort zu uns ins Büro gekommen, weil er gedacht hat, ich bin da kollabiert oder etwas passiert. Als alle panisch im Büro kamen zu mir, auch mit der Geschäftsführerin und alles drum und dran, ich stand da, ich konnte nicht mehr reden, ich konnte mich nicht bewegen, ich stand einfach, ich saß da, ja. An diesem Tag bin ich nach Hause gefahren und ich wusste schon, am Montag kann ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Es ist unmöglich, dass ich mich weiter so verstelle. Ich bin mitten im Zimmer gestanden, total verzweifelt. Und dann kam der Satz, der mir Anke gesagt hat, das war, bei einem Gespräch hat sie einfach spontan gesagt, Naska, Jesus kennt dich, er kennt deinen Schmerz. Das war auf einmal hier, präsent. Und er kann dir helfen. Und ich habe für mich gefragt, wie kann Jesus, ja, sie nennt ihn Gott, wie kann Gott meinen Schmerz kennen? Ja. Wie kann er wissen, was in mir los ist? Ich weiß ja nicht, was in mir los ist, deswegen blockiere ich ja, wenn man mich fragt, wie es mir geht, weil ich es nicht weiß. Und diese Leere in mir war erschreckend. Das ist, als ob man nicht Mensch ist, als ob man überhaupt nicht da ist, ja. Und dann in dieser Verzweiflung stand ich mitten im Raum und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wie Anke sagt, und wenn du diesen Schmerzen siehst, wenn du meinen Schmerz siehst, dann hilf mir bitte oder lass mich sterben. Und jetzt im Nachhinein ist das sehr interessant, weil einerseits habe ich gefragt, Gott, wenn es dich gibt. Andererseits wusste ich in meinem Inneren, dass es ihn gibt. Und ich habe ihm gesagt, hilf mir oder lass mich sterben. Ich habe mich direkt an ihn gewandt, ja. Und das, was mir keinen Frieden gegeben hat, war, dass ich keinen Abschied von meiner Mutter genommen habe. Ja, ja. Ich habe mich selbst verurteilt in der Zeit und ich habe gesagt, diese Mutter hat für dich alles gemacht, aber du warst nicht da. Ja.
Okay. Du warst nicht da. Was hat sie sich dabei gedacht? Wollte sie dich sehen? War sie enttäuscht? Ne? Sie war bestimmt enttäuscht, dass du nicht da warst. Und das war wirklich der größte Schmerz in mir. Und dann an diesem Tag bin ich ins Bett gegangen. Und es war kein Traum, das ist kein Traum gewesen. Habe Gott gebeten, dass er mir Abschied gibt von meiner Mutter, damit ich weitergehen kann. Und ich lag, es war ja dunkel, ich lag im Bett, ich habe seit nach der Beerdigung von meiner Mutter gar nicht mehr schlafen können. Und auf einmal waren meine Mutter, immer als ich geweint habe oder traurig war, sie hat meine Hände so genommen und gestreichelt oben. Okay. Und genau das war da, ihre Hände. Und diese Hände haben mich gestreichelt. Aber ich wusste, dass es nicht meine Mutter ist, das wusste ich. Das wusste ich. Das war eine Liebe. Ich war erfüllt von Liebe. Eine Liebe. Also man merkte schon, wie mich meine Mutter geliebt hat. Sie hat alles für mich gegeben, auch ihr eigenes Leben gegeben. Aber diese Liebe, die momentan durch den ganzen Körper durchging, das war nicht Menschliches. Das war etwas, was ich nicht im Wort beschreiben kann. Ich sage immer wieder, man muss es erleben und ich wünsche es jedem, dass er diese Liebe erlebt, dass er Gottes Liebe erlebt. Das kann man nicht beschreiben mit Worten. Und es war auch so, dass ich wie gefesselt war. Ich konnte meinen Körper nicht bewegen, ich konnte nichts sagen, ich konnte nicht mal meine Augen auf und zu machen. Ich lag da, ich war wie gefesselt, ja. Und ich habe mit Gott kommuniziert, aber gedanklich. Okay. Ich konnte nichts sagen. Und das Einzige, was ich gedanklich gesagt habe, war, lass mich nie wieder allein. Okay. Ich will nie wieder alleine sein. Nachdem ich diese Liebe gespürt habe, wollte ich das nie wieder weghaben von mir. Das war heilend. Das war Heilung. Und ich bin eingeschlafen und ich habe so geschlafen an diesem Abend. Ich bin in der Früh wach geworden. Ich war erholt, ich war neu. Mensch ohne Schmerz, Mensch, der Abschied genommen hat. Okay. Das war der schönste Abschied, den ich von meiner Mutter nehmen konnte. Auch wenn ich nach Bulgarien gefahren wäre, geflogen wäre und da wäre, bei ihr am Sterbebett. Nein, ich hätte das nicht überwinden können. Das ist doch kein Abschied. Aber das, was mir Gott gegeben hat, das war ein richtiger Abschied. Ich wusste, dass es meiner Mutter gut geht. Das war meine Frage, wo ist meine Mutter? Das war die Zeit, wo ich mich zum ersten Mal gefragt habe, was passiert nach dem Tod? Okay. Der Mensch ist auf einmal weg. Er war bis gestern hier. Wo ist er ab jetzt? Das hat mir keine Ruhe gegeben. Und Anke sprach immer die Bibel, die hat mir immer etwas aus der Bibel gegeben. Und nur das hat mir Kraft gegeben. Ich habe mit keinem Menschen sonst gesprochen. Ich habe nur mit ihr gesprochen, weil in dem, was sie gesprochen hat, gab es Kraft. Und das war das Wort Gottes. Das war Zuversicht und Kraft in einem. Und so war ich in der Früh. Ich wusste, dass meine Mutter gut geht. Der ganze Schmerz war weg. Schmerzen aus meiner Kindheit, das war auch sehr komisch. Komisch nicht, sondern sehr merkwürdig, dass sogar Schmerzen aus der Vergangenheit, noch als Kind, die ich erlebt habe, alles war geheilt, weg. Ja. Es war weg. Unglaublich. Und dann ging dein Leben wie weiter? Hast du dann Gott gesucht? Anke hat mich in die Church eingeladen, wo sie zum Gottesdienst geht. Und ich hatte im Kopf so diese orthodoxen Kirchen und die katholischen hier. Und steril, kalt, monoton. Du gehst rein,
verspürst nur eine Kälte. Und alle verlangen von dir, dass du, wenn du da reingehst, ein ganz anderer Mensch bist, ja, nicht mehr redest, dich nicht mehr bewegst, ja, am liebsten, weiß ich nicht, auch nicht atmest. Und alle, dieses Bild der Verstellung war nicht für mich. Okay. Da drinnen etwas anderes zu sein, aber da draußen ein anderer Mensch. Da habe ich gesagt, Anke, das ist nicht für mich. Okay. Und dann habe ich gesagt, wie würden Sie mich da anschauen? Du weißt sehr gut, dass ich keine Schuhe habe, die weniger als 12 cm Absatz haben. Und ich komme da rein. Wie würden Sie mich da anschauen? Das heißt, optisch warst du dann auch so extravagant, so ganz speziell wahrscheinlich, ne? Also keine typische ich sage jetzt mal, graue Kirchenmaus, sondern eher flippig. Genau, das habe ich gesagt. Und er hat gesagt, das ist nicht für mich. Ich habe einfach geblockt. Ja, ja. Gott war für mich real, er hat es mir gezeigt, ich bin da, ja, diese Heilung und diese Begegnung und Abschied nehmen von meiner Mutter, aber ich wollte nicht in die Kirche. Ja, ja, ja. Und dann, Anke hat sehr lässig, sie hat mich zu nichts, die hat nicht versucht, mich zu etwas zu zwingen, und das war sehr gut. Sie hat wirklich sich sehr viel Zeit für mich genommen, was für mich eigentlich etwas... Ja, ich habe es gebraucht damals, ich war sehr dankbar. Und irgendwann hat sie mir ein Video von dem Gottesdienst geschickt, wo ich gesehen habe, die Menschen waren normal. Ja, und ich kann auch mit meinen hohen Schuhen mal hingehen. Okay. Und so habe ich angefangen, zum Gottesdienst zu gehen. Okay. Ja, liebe Zuschauer, an der Stelle nochmal eine ganz, ganz kleine Sache. Also wir wollen hier nicht die katholische Kirche verurteilen oder schlecht machen. Was jetzt hier passiert, ist im Prinzip nur die Vorstellung, die Atanaska damals hatte über die katholische Kirche, was sie im Prinzip letztendlich davon abgehalten hat, in die Kirche zu gehen, weil die Vorstellung eigentlich eine verdrehte war. Ne? Deswegen, wir greifen hier niemanden an. Es gibt auch in der katholischen Kirche ganz, ganz viele Menschen, die wiedergeboren sind und Jesus lieben und ihm nachfolgen. Ne? Deswegen an der Stelle das nur mal erwähnt. Genau. Ich bin zum Gottesdienst gegangen, sehr viele Jahre. Also das war 2015 am Ende habe ich angefangen, dann 16, 17, 18 bin ich zum Gottesdienst gegangen, aber ich habe weltlich gelebt. Ab und zu war es so, dass ich mal direkt aus der Disco nach Hause gekommen bin, am Sonntag in der Früh. Ich habe mich geduscht, fertig gemacht, habe ich Seppi mitgenommen und sind wir zusammen zum Gottesdienst gegangen, ohne zu schlafen. Ich habe total weltlich gelebt. Mit dem Hund in die Kirche? Ja, er dürfte immer dabei sein und überall bis jetzt. Egal in welche Church ich war, ob es in Bulgarien, Italien oder wo war ich noch, in Deutschland. Seppi war immer zum Gottesdienst, mit. Und ich war weltlich. Mich beschäftigte nur eine Frage, ich wollte ja einen Mann haben, Mann und Kinder. Okay. Das war für mich die Vorstellung, Gott musste funktionieren und mir alles geben, was ich will. Ein Wunscherfüller quasi. Ne? Genau. Nachdem ich diese Liebe gespürt habe, dachte ich mir, Gott ist für mich da, um die Schmerzen wegzunehmen, um mir Frieden zu geben, mich finanziell zu versorgen, also der Geber. Genau, aber dass es dir in allen Dingen gut geht. Genau, mir musste es in allen Dingen gut gehen, aber dass ich mich so an Gott orientiere oder mal frage, Vater, was ist dein Plan für dich? Na, das hat mich nicht interessiert. Voll egoistisch, es ging nur um mich. Okay. Ich sage es an der Stelle. Das heißt, letztendlich hast du dich von Gott auch wieder abgewandt im Prinzip. Ne? Hier gab es eine Heilung, Schmerz, Mama, Versöhnung, Vergangenheit und so weiter und so fort. Aber jetzt höre ich raus, dass du dich dann im Prinzip dann doch wieder von Gott abgekapselt hast. Genau, bis 2018 bin ich auch in die Church gegangen und 2018 am Ende habe ich mich mit dem Pastor ein bisschen so, sind wir aneinander geraten. Okay. Und dann habe ich aufgehört. Okay. Wie ging dein Leben dann weiter? Ohne Gott, ohne Kirche, ohne Gemeinschaft? War die Freundschaft zu Anke immer noch da oder hast du sie dann auch? Anke ist in der Zeit nach Berlin gezogen. Ah, okay. Sie war auch weg. Ja.
jeder einfach in seinem turbulenten Leben. Bei mir ging es sehr, sehr turbulent alles und sehr stressig. Ich musste auch nach München jeden Tag fahren. Ich habe teilweise 4 bis 5 Stunden im Stau bin ich gesessen, ja, hin, zurück. Ab und zu musste ich den ganzen Tag von einem Termin zu dem anderen, den ganzen Stadt fahren. Das hat mich total zerstört. Verständlich. Ich war am Wochenende schon so übermüdet, dass mir Geld nichts gebracht hat, weil ich hatte nicht mal die Kraft, etwas mit Seppi zu unternehmen, und das hat mich auch zusätzlich so kaputt gemacht. Und, 2019 am Ende habe ich auch gekündigt da, die letzte Stelle, wo ich angestellt war. Ich konnte nicht mehr und ja, ich bin so in eine Depression verfallen, wo ich keinen Sinn mehr gefunden habe in meinem Leben. Habe ich gesagt, ist es das, der Sinn und Zweck des Lebens, dass man 5 Stunden, 5 Tage in der Woche zwischen 10 und 14 Stunden arbeitet, total kaputt und übermüdet ist. Und was bringt mir das Geld, wenn ich keine Zeit habe? Und dann habe ich keinen Sinn mehr im Leben gehabt. Ich wollte einen Mann, habe ich keinen gefunden, obwohl ich intensiv gesucht habe, ja, weil ich wollte immer Gott helfen, ihm zeigen, wer passend ist und wer nicht für mich. Ja. Und auch da hat sich ja nichts verändert, und in meinen Augen war es so, ich war ja 38, glaube ich, damals, und habe gesagt, ja, und jetzt bin ich ja schon 38, wer nimmt mich, in ein paar Tagen bleibe ich eher allein, war total frustriert mit meinem menschlichen Verständnis für Leben. Und immer Gott anklagend, ne? Und dann habe ich, das war ja wirklich tatsächlich so, ich habe angefangen, Gott zu verurteilen. Gott lässt sich nicht verurteilen, schreibe ich auch in meinem Buch. Er lässt sich nicht verurteilen, aber ich dachte, ich wäre in der Lage oder in der Position, ihn zu verurteilen. Ich. Und ich habe angefangen, ihm die Schuld für alles zu geben. In dem Sinne, Gott, du siehst, was ich durchmache. Du siehst, dass ich seit 20 Jahren keinen ruhigen Tag habe. Weder am Anfang, als ich nach Deutschland bin, noch während des Studiums, noch nach dem Studium. Ich dachte, nach dem Studium würde ich zur Ruhe kommen. Nein, ganz im Gegenteil. Der Stress war weiter so. Und ich war übermüdet. Und ich habe nie verstanden, warum mich dieser Gott so leiden lässt. Warum? Das war immer, warum lässt du mich leiden? Gib mir einen Mann, gib mir Kinder, gib mir das, was ich will, damit ich endlich mal zufrieden bin. Das war in meinem Kopf, das Verständnis von Gott. Jetzt total komisch für mich, ja, aber so arrogant, hochnäsig, ne? Hochnäsig und egoistisch war ich. Ja, liebe Zuschauer, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Das ist der erste Teil von der längeren Geschichte mit Athanaska und ihrem Hund Seppi. Und beim nächsten Teil gehen wir noch mehr detailliert ein über die Wunder, die Athanaska erlebt hat in ihrem Leben, über die Wunder, die sie mit ihrem Hund erlebt hat. Und seid gerne dabei beim nächsten Mal, schaltet wieder ein. Wenn ihr den Kanal bisher noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das auch jetzt gerne tun, dann bekommt ihr eine Erinnerung und dann werdet ihr auch den zweiten Teil nicht verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video.